Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zuschaut. Hier nun der zweite Testflug mit meiner neuen Drohne. Ich habe mich jetzt etwas höher hinausgewagt und mal übers Wasser. Ist ja auch nicht so risikofrei. Und die GoPro 10 war natürlich auch dabei. Wir sind hier am Schiedersee, da gibt es einen kleinen Freizeitpark. Hier kann man sich Boote mieten und sogar eine Schiffsrundfahrt machen. Auch einige Stellplätze für Wohnmobile sind da. Hier ist der Schiffsanleger. Gleich daneben kann man sich Tretboote ausleihen. Und dahinter gibt es sogar einen kleinen Sandstrand. Diese Becken werden noch gereinigt und anschließend mit Wasser befüllt. Und ich fahre weiter Richtung Freibad. Das schauen wir uns gleich einmal von oben an. Da unten sieht man, bin ich mit meiner GoPro und dem Fahrrad unterwegs. Einige Meter weiter gab es mal eine Holzbrücke, die zu den Seeterrassen führte. Die gibt es leider nicht mehr. Hier einmal das Ganze von oben. Dann machte ich mich wieder auf den Rückweg. Bei dem einsamen Schwan musste ich doch einmal anhalten und Hallo sagen. Dann ging es Richtung Bootshaus. Es sind 2 Etagen, man kann da unten schön essen gehen oder auch oben an den Fenstern Kaffee trinken, was auch immer, frische Waffeln, alles ist da. Sehr gemütlich dort, man hat den Blick aufs Wasser, sehr schön.
So, ich hatte ja schon oft erwähnt, dass ich mit der GoPro sehr zufrieden bin. Und jetzt habe ich noch etwas Neues entdeckt. Viele wissen es vielleicht auch schon, aber ich wusste es noch nicht. Man kann die GoPro einfach seitlich drehen, wenn man zum Beispiel die Pedalen beim Fahrradfahren filmen will oder ähnliches. Und das Bild bleibt gerade, es steht nicht auf dem Kopf. Damit ihr das mal seht, zeige ich euch das. Einmal direkt vom Fahrrad und einmal per Drohne von der Luft, damit ihr seht, wie es funktioniert. Auf geht's! Hier filme ich ganz normal gerade nach vorne. Da unten sieht man mich auch und dann den Selfie-Stick 180 Grad zur Seite gedreht, nach unten und einmal die Pedalen festgehalten. Hier sieht man, wie es aussieht. Ich finde das eine schöne Sache, aber es geht doch nicht so einfach, wie ich dachte. Man muss das Bild trotzdem nachher im Computer umdrehen, was allerdings nur ein paar Sekunden dauert. Das Ganze funktioniert schon, habe ich getestet. Dann muss ich aber mit meinem Fahrrad anhalten, die Aufnahme stoppen, die 180 Grad Drehung machen und die Aufnahme wieder starten. Und das Bild ist richtig rum, ohne dass man es am Computer umdrehen muss. Aber wenn man das einfach während der Fahrt machen will und nicht extra anhalten, dann ist es einfacher, es am Computer zu drehen. So, und jetzt sind wir im Landeanflug.
einmal nach oben und wir werfen einen Blick über die Staumauer hinaus. Lasst gerne einen Kommentar oder auch ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Über einen Gefällt mir Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.